Das ist ein unglaublich profitabler Indikator. Schauen Sie sich einfach meinen Kontostand an. Hallo Freunde, im heutigen Video geht es um einen nicht so beliebten Indikator ADX. Wir werden sehen, wie er in der Praxis funktioniert. Er ist ohne Grund unpopulär. Der Indikator ist tatsächlich objektiv leistungsfähig. Wir werden versuchen, ein paar Geschäfte mit diesem Indikator zu machen und uns die Statistiken ansehen. Heute handeln wir mit Pocket Option. Der Link ist wie immer im angehefteten Kommentar. Für den Anfang müssen wir die Grafik für zwei Indikatoren vorbereiten. Heute werden wir einen zusätzlichen Indikator verwenden, Moving Average. Im Indikatorenmenü klicken wir auf ADX in der linken oberen Ecke und Moving Average. Nun zu den Einstellungen. Der Basis ADX sieht aus wie 30 kreuzende Linien, in denen man nur schwer ein Signal erkennen kann. Also entfernen wir plus die und minus die, ändern aber sonst nichts. Die Einstellungen für Moving Average müssen 28 und IMEA sein. Man kann die Linie auch dicker machen, um sie besser zu sehen. Das war's, wir sind bereit. Wann und in welchen Situationen eröffnen wir Geschäfte? Dieses Währungsspar ist ein gutes Beispiel zur Demonstration. Die erste Bedingung für den Abschluss von Geschäften ist, dass sich die ADX-Linie in der unteren Hälfte des Bildschirms befindet, etwa zwischen 20 und 16%. Wenn er über 30% liegt, versuchen wir ein Geschäft nicht zu tätigen. Der ADX ist ein Indikator, der anzeigt, wie sehr sich die Grafik verändert. Die Linie bewegt sich näher nach unten, während die Volatilität hoch ist, und der Trend und seine Stärke ändern sich ständig. Das war das erste Regel. Die zweite Bedingung für ein Geschäft: eine Kerze kreuzt die Linie des Moving Average und bleibt auf ihrer anderen Seite. Ich hoffe, das ist klar. Eröffnen wir das erste Geschäft. Der aktuelle ADX-Wert passt zu uns. Wir eröffnen ein Geschäft zum Absinken, weil wir diese rote Kerze sehen, die die mittlere Linie nach unten kreuzt. Die Kerze begann ihre Formation darüber und endete darunter. Es ist also ziemlich einfach. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass jedes Mal, wenn eine Kerze die Linie des Indikators kreuzt, während sich der ADX in der Nähe der Unterseite bewegt, die Geschäfte gewinnbringend sind. Hier ist eine ähnliche Situation, aber umgekehrt. Die Linie wurde nach oben überschritten, aber die nächste Kerze ist rot, weil der ADX zu hoch ist. Warten wir den Abschluss des Geschäfts ab. Ich denke, die Kerze wird in Rot schließen, was genau das ist, was wir brauchen. Nur nach noch ein paar Sekunden. Drei, zwei, eins. Unser erstes Geschäft ist mit Gewinn. Wir sind fertig mit dieser Situation. Wechseln wir zum nächsten Währungsspar. Leute, ich empfehle euch, Geschäfte zu machen, wenn die Kerzen die Mittellinie so zuversichtlich durchqueren. Kerzen, die sich sehr nahe an der Mittellinie bilden, wie alle diese Kerzen mit nicht so großen Köpfen, aber riesigen Schatten, passen nicht zu uns. Diese Art von Signal kann falsch sein. Erst nach einer großen Kerze, die die Mittellinie weit überschreitet, eröffnen wir ein Geschäft. Die Richtung des Deals hängt natürlich davon ab, wo die große Kerze ihre Bildung beendet. Der ADX liegt im Moment bei 18, was ziemlich gut ist. ADX kann man hier sehen. Unser Geschäft für steigende Kurse ist kurz vor dem Abschluss.
Das ist es, wovon ich gesprochen habe. Die Kerze, die die Mittellinie überschritten hat, sieht nicht sehr zuversichtlich aus. Sie hat auf beiden Seiten Schatten und sie hat die Linie kaum überschritten. Auch wenn der ADX niedrig ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Kerze grün erscheint, gering. Daher überspringe ich diese Situation und suche nach der nächsten Kerze. Ich empfehle Ihnen, in solchen Situationen das Gleiche zu tun, um Verluste zu vermeiden. Diese rote Kerze gefällt mir viel besser. Der ADX ist niedrig, die Kerze ist ziemlich zuversichtlich. Sie hat einen großen Körper, einen kleinen Schatten und sie kreuzt die Mittellinie nach unten. Daher ist das Geschäft zum Absenken. Jetzt warten wir. Wie wir sehen, funktioniert der Markt nicht immer ideal entsprechend der Strategie. Das liegt wahrscheinlich an dieser unklaren Volatilität mit ständigen Überkreuzungen. Aus irgendeinem Grund habe ich das zuerst nicht bemerkt und so hat unser Geschäft verloren. Um das zu kompensieren, verdoppelte ich den Wert des Deals. Wenn wir jetzt eine profitable Situation finden, werden wir beide das verlorene Geschäft kompensieren und zusätzlich mehr verdienen. Diese Grafik sieht schöner aus, wenn wir über diese vorherige Chaos hinwegsehen. ADX ist niedrig, diese große rote Kerze macht zuversichtlich ein Kreuz, sodass wir für das Ergebnis warten. Unser Geschäft schlägt auf wundersame Weise in Gewinn. Wir verdienen $3.400. $2.000 kompensieren unseren vorherigen Verlust und $1.400 sind unser zusätzlicher Gewinn. Hier ist eine sehr gute Situation, unglaubliche grüne Kerze, die nach oben kreuzt. Ich hoffe, dass die nächste Kerze auch grün erscheinen wird. ADX ist großartig. 20%. Generell ist ein starker Aufwärtstrend absehbar. Leute, so sieht der Handel mit ADX aus. Wenn Sie kostenlose Signale für diesen Indikator erhalten wollten, folgen Sie meinem Telegram-Kanal über den Link im angehefteten Kommentar. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Auf Wiedersehen.